Wir waren jetzt 6 Wochen lang in Laos und wir müssen sagen, von den 14 Ländern, die wir bisher auf Weltreise gesehen haben, kommt Laos auf jeden Fall in unsere Top 3. Und wo Laos sogar Platz 1 einnimmt, das ist das Thema Kosten, denn es war das bisher günstigste Land auf unserer gesamten Weltreise. Und in diesem Video zeigen wir euch alle unsere Highlights, eine mögliche Route und alle unsere Kosten. Viel Spaß im Video! Bevor wir zu den Highlights kommen, noch ein paar allgemeine Informationen zu Laos, weil das Land ist natürlich nicht so bekannt wie jetzt beispielsweise Thailand, was vielleicht daran liegt, dass es keinen Zugang zum Meer hat. Es ist der einzige Binnenstaat hier in Südostasien. Das tut der Schönheit des Landes allerdings keinen Abbruch, dazu kommen wir gleich in den Highlights. Sonst ist es von der Fläche her vergleichbar mit Rumänien und hat 7,5 Millionen Einwohner. Die beste Reisezeit für Laos ist in der Trockenzeit und die geht von November bis März, wobei die Monate November, Dezember und Januar die angenehmsten sind von den Temperaturen her. Danach kann es schon ziemlich heiß werden, spätestens ab März, und im April beginnt dann die Regenzeit. Für die Einreise nach Laos brauchst du ein Visum. Da gibt es 2 Optionen. Entweder vorab ein E-Visa zu beantragen. Den Link dazu packen wir euch in die Videobeschreibung. Das kostet $50 und ist für 30 Tage gültig. Oder ihr macht direkt bei Einreise ein Visa on Arrival. Das ist etwas günstiger und ist auch für 30 Tage gültig. Aber nicht alle Grenzen akzeptieren das E-Visa. Also recherchiert auf jeden Fall nochmal, wo welches Visum gültig ist. Und solltet ihr länger als 30 Tage in Laos bleiben wollen, dann könnt ihr das Visa vor Ort zweimal für 1,50 € pro Tag bis zu 30 Tagen verlängern. Wenn du Laos komplett bereisen willst, also einmal vom Norden bis in den Süden oder umgekehrt, dann würden wir dir schon empfehlen, mindestens 4 Wochen einzuplanen. Aber auch wenn du weniger Zeit hast, dann lohnt sich eine Reise nach Laos auf jeden Fall, denn du kannst zum Beispiel in 2 Wochen den Norden bereisen und da schon richtig viele Highlights mitnehmen. In Laos zahlt man mit dem laotischen Kip, wobei 1 € ungefähr 18.000 Kip entspricht. Kreditkartenzahlungen sind eher unüblich, kosten wenn dann eigentlich auch immer einen Aufschlag. Das heißt, das meiste läuft über Bargeld, und wie du am besten Bargeld in Laos abhebst, dazu kommen wir bei den Kosten nochmal. Laos ist auf jeden Fall ein sehr günstiges Reiseland, nicht nur eines der günstigsten Länder hier in Südostasien, sondern wahrscheinlich sogar weltweit, und ist auch, wie eingangs schon gesagt, unser günstigstes Land bisher auf Weltreise. Und im Detail kommen wir dazu nachher nochmal im Länderguide im Thema Kosten. Dann kommen wir jetzt zu den Highlights und starten in Luang Prabang, einer der schönsten Städte in ganz Südostasien. Das haben wir vorher oft gehört und würden, nachdem wir jetzt einige Tage da waren, auch nicht widersprechen, weil die Stadt ist unfassbar charmant, sehr dörflich eigentlich, mit vielen dieser alten Holzhäuser, ganz vielen Tempeln, weil es halt früher die alte Königsstadt war. Da gibt es dann noch einen kleinen Berg, auf dem man wandern kann, den Pussy Hill. Von da aus sieht man einen traumhaft schönen Sonnenuntergang über dem Mekong, der direkt daneben liegt. Sonst grundsätzlich einfach am Mekong chillen, Bier Lao trinken, den Sonnenuntergang genießen. Einfach ein Traum, auf dem Nachtmarkt was essen gehen, die Tempel erkunden. Also es gibt unfassbar viel zu tun in Luang Prabang. Hat uns so gut gefallen, so ein schöner Ort mit vielen guten Restaurants, sehr entspannter Charakter, und es lohnt sich auch, einen Roller auszuleihen, nämlich nur 1 Stunde entfernt ist ungefähr der Kuang Si Wasserfall. Einer der schönsten Wasserfälle, die wir auch gesehen haben, der so kaskadenartig runterläuft, hat so ein bisschen an Semuc Champey in Guatemala erinnert, also wirklich traumhaft schön. Luang Prabang, der perfekte Start oder Endpunkt für eine Reise in Laos. Wenn du noch tiefer ins Local Life in Laos eintauchen willst, dann ist unser nächstes Highlight auf jeden Fall das Richtige für dich. Und zwar Non Kiao, ein kleiner Ort ungefähr 3 Stunden nördlich von Luang Prabang gelegen. Und das ist noch ein echter Geheimtipp in Laos. Da treiben sich noch nicht viele Touristen um, du kriegst noch richtig viel vom Leben der Einheimischen mit. Und obwohl es nur ein kleiner Ort ist, ist da trotzdem immer was los, denn das Leben spielt sich einfach auf der Straße ab. Überall rennen kleine spielende Kinder an dir vorbei, es gibt super viele Straßenhunde und Katzen, auch ein paar gute Restaurants, und der Ort liegt direkt am Fluss, dem Nam U-Fluss. Dort kannst du wunderschön sitzen, den Blick genießen über die umliegenden Berge, die so richtig schön begrünt sind. Da gibt es dementsprechend auch viele Aussichtspunkte. Da kann man kleine Wanderungen hochmachen, zum Beispiel auf den Pha Da Eng. Das war ein richtig cooler Aussichtspunkt, den würden wir auf jeden Fall weiterempfehlen. Ansonsten kann man sich auch noch einige Höhlen in der Umgebung dort anschauen, was auch wirklich sehr beeindruckend war. Und ja, insgesamt ist Non Kiao auf jeden Fall einer unserer Lieblingsorte, nicht nur in Laos, sondern sogar auf der gesamten Weltreise. Es lässt sich irgendwie schwer in Worte fassen, aber es hat einfach einen ganz, ganz besonderen Vibe und ihr solltet da auf jeden Fall hin. Dann kommen wir zu Highlight Nummer 3, und vielleicht habt ihr davon schon mal gehört, zumindest wenn ihr so ein bisschen älter seid wie ich, weil Anfang der 2010er Jahre war Vang Vieng der krasseste Partyort in ganz Südostasien mit dem Tubing. Viel Alkohol, viel Drogen, ist aber auch tierisch schief gelaufen.
gelaufen und in den letzten Jahren hat sich Wang Vieng deswegen krass geändert. Es gibt immer noch ein bisschen Party, aber schon lange nicht mehr so wie früher und das Ganze ist mittlerweile mehr so ein Outdoor- und Adventure-Park geworden und liegt dazu noch wirklich in traumhaft schönen Landschaften um diesen Karstfelsen, wo ihr euch auch einen Roller leihen könnt, zum Beispiel einen Ausflug machen könnt zum Nam Chai Viewpoint, wo ihr wirklich eine traumhaft schöne Aussicht habt. Es gibt auch noch ein paar Lagunen, die ihr besuchen könnt und sonst gibt es wirklich ganz viele Outdoor- und Adventure-Aktivitäten. Also Helen hat da zum Beispiel mal Rockclimbing ausprobiert, das war ziemlich cool. Sonst waren wir noch in einem Zipline-Park, was auch richtig viel Spaß gemacht hat. Sind dann noch mit dem Kajak den Fluss runtergefahren, was auch sehr nice, sehr entspannt war. Also uns hat Wang Vieng gut gefallen und für jeden, der so ein bisschen Outdoor- und Adventure-Abenteuer sucht, für den ist es genau das Richtige. Falls euch das Video bis hierhin gefallen hat, dann gebt uns gerne einen Daumen nach oben, ein Like für den Algorithmus. Das hilft unserem Kanal weiter und ist nur ein kleiner Klick für euch. Und falls ihr noch mehr Videos wie diese sehen wollt oder auch tägliche Vlogs oder Planungsvideos zum Thema Weltreise, dann lasst gerne ein Abo da, darüber würden wir uns sehr freuen. Und jetzt geht's weiter im Video. Unser nächstes Highlight ist die Hauptstadt von Laos und zwar Vientiane. Und ich glaube, wir können behaupten, Vientiane ist die chilligste Großstadt Südostasiens. Also wenn man da an Städte wie Bangkok, Kuala Lumpur, Hanoi oder sowas denkt, da könnt ihr Vientiane auf jeden Fall nicht einordnen. Wenn man es nicht besser wisse, würde man denken, das ist ein etwas größeres Dorf, also wirklich sehr ruhig und entspannt. Und falls ihr ein bisschen weniger Zeit habt, dann könnt ihr Vientiane ehrlich gesagt auch auslassen. Es hat nicht so die ganz großen Highlights zu bieten. Aber wenn ihr die Zeit habt und Vientiane mitnehmen wollt, dann solltet ihr euch auf jeden Fall den Triumphbogen anschauen. Der ist nämlich dem Arc de Triomphe in Paris nachempfunden. Und auch einen Ausflug zum Buddha-Park machen. Das liegt so ungefähr 1 Stunde mit dem Roller entfernt und ist auf jeden Fall auch sehenswert. Dann kommen wir jetzt zu einem weiteren Geheimtipp und zwar Tha Kek. Nicht der Stadt selbst, die ist zwar auch ganz cool und entspannt, so wie irgendwie alle Städte in Laos, aber das ist nicht der Grund, warum man da hinreist, weil da sollte man sich nur ein Motorrad ausleihen, um den Tha Kek Loop zu fahren. Das kann man in verschiedenen Längen machen. Wir würden dazu mindestens 4 Tage empfehlen. Wir haben auch ein eigenes Video dazu gemacht. Das verlinken wir euch mal hier oben. Das ist echt cool gewesen. Es war der schönste Motorradloop, den wir in ganz Südostasien gefahren sind. Und der ist super ursprünglich. Man sieht so viel vom Local Life. Die Landschaft ist traumhaft schön mit diesen Karstfelsen. Man kann verschiedene Höhlen sehen und Lagunen. Man schläft in so kleinen Orten, man trifft ein paar andere Leute und so weiter. Also es ist unfassbar schwer zu beschreiben, aber es hat so viel Spaß gemacht, einfach da mit dem Motorrad lang zu fahren und die Landschaft und Leute, das alles aufzusaugen. Das war wirklich cool und solltet ihr auf gar keinen Fall skippen. Den Tha Kek Loop, der gehört auf jeder Rundreise durch Laos mit dazu. Unser nächstes Highlight befindet sich noch weiter im Süden von Laos, und zwar die Stadt Pak Se, wobei es auch hier wieder nicht um die Stadt geht, sondern um den Motorradloop, den man von Laos fahren kann. Und der ist, genauso wie auch der Loop in Tha Kek, auf jeden Fall auch für Anfänger geeignet. Also ihr müsst keine erfahrenen Motorradfahrer sein oder so. Ihr könnt das Ganze auch mit dem Roller machen, in Tha Kek übrigens auch. Und das Coole ist, dass man dort durch das Bolaven-Plateau fährt. Das ist eine Gegend, in der viel Kaffee angebaut wird. Und neben Kaffeeplantagen ist dieser ganze Loop auch noch für wunderschöne Wasserfälle bekannt. Und die beiden schönsten Wasserfälle, der That Phané und der That Noi Ang, die liegen gar nicht so weit entfernt von Pak Se. Das heißt, wenn ihr nicht diesen Loop fahren wollt, dann könnt ihr das Ganze auch einfach in einem Tagesausflug von Pak Se aus besuchen. Dann kommen wir zum letzten Highlight, den 4000 Islands. Ja, richtig gehört. Laos ist ein Binnenstaat und hat trotzdem Inseln. Dank des riesigen Mekongs, der komplett durch Laos fließt, gibt es in dieser Region ganz im Süden an der Grenze zu Kambodscha halt mehrere Inseln, die sich dann 4000 Islands nennen. Die Hauptinsel davon ist Don Det, dort ist der meiste Tourismus, da gibt es Restaurants, Unterkünfte und so weiter. Und Don Det ist jetzt gar nicht mal großartig für Highlights bekannt, sondern ist einfach nur ultra entspannt. Also wir haben so viele Leute getroffen, die da komplett versackt sind, teilweise Wochen geblieben sind und wir können schon verstehen, wieso. Das ist schon sehr cool dort, super lässig. Man kann sich ein Fahrrad mieten, da durch die Gegend fahren, einen Ausflug machen zur Nachbarinsel Don Kon, da fährt man über so eine Brücke, wo man auch traumhaft schön den Sonnenuntergang sehen kann. Man kann in ein Restaurant gehen, am Mekong sich schön was zu essen bestellen, den Sunset gucken oder auch Ausflüge machen zu Wasserfällen der Umgebung. Auch die Mekong-Fälle sind da sogar die wasserreichsten Wasserfälle in ganz Südostasien. Man kann sich darüber hinaus auch ein Kajak leihen, ein bisschen über den Mekong schippern und so weiter. Also es gibt ein paar Sachen zu tun, aber in erster Linie lebt der Ort einfach von diesem gechillten Charakter und war der günstigste Ort im ohnehin schon sehr günstigen Laos. Unsere Route im Detail hier zu besprechen würde den Rahmen etwas sprengen, deswegen schaut da, wenn euch das interessiert, auf unserem Blog vorbei, www.betterbeyond.de. Da findet ihr alle Infos zu unseren Routen, welche Unternehmen wir genommen haben, wie viel was gekostet hat, was wie lange dauert etc. Das machen wir jetzt hier nur ganz schnell einmal im Schnelldurchlauf und grundsätzlich ist es so, dass der Norden von Laos zwischen Luang Prabang, Vang Vieng und der Hauptstadt Vientiane eigentlich ziemlich gute Infrastruktur hat und es ziemlich schnell geht, gerade durch die neue Eisenbahn- oder Hochgeschwindigkeitsstrecke, die in Zusammenarbeit mit den Chinesen gebaut wurde. Es gibt neue Express-Highways und so weiter. Das ist ziemlich gut und desto weiter es Richtung Süden geht, desto mehr Zeit müsst ihr einplanen. Aber im Detail sieht das wie folgt aus. Also von Luang Prabang ging es für uns nach Nong Khiav und wieder zurück. Dann von Luang Prabang mit dem Zug nach Vang Vieng, was eine Riesenzeitersparnis ist gegenüber der sehr alten Straße. Und dann geht es von Vang Vieng nach Vientiane auch entweder mit dem Zug oder über den neuen Express Highway. Also dieser Teil im Bereich vom Norden ist wirklich gut miteinander verbunden. Danach von Vientiane nach Tha Kek, da könnt ihr auch einen Nachtbus nehmen. Wir haben es tagsüber gemacht, hat ungefähr 7 Stunden gedauert. Dann von Tha Kek nach Pak Se, auch wenn es nicht so weit voneinander entfernt ist, haben wir einfach 10 Stunden dafür gebraucht im Local Bus, der ungefähr alle 10 Minuten irgendwelche Hühner und Ziegen ein- und ausgeladen hat. Das war eine coole Erfahrung, aber auch sehr nervenaufreibend.
Und dann von Pak Se nach Don Det geht es wieder etwas schneller, 2 Stunden im Minivan und dann nochmal eine Viertelstunde bis nach Don Det. Ich habe es am Anfang schon gesagt, Laos war das günstigste Land unserer Weltreise bisher. Und zwar haben wir 29 € pro Person pro Tag im Schnitt ausgegeben. Und ich muss dazu sagen, wir haben wirklich überhaupt nicht aufs Geld geachtet. Also wir haben es uns richtig gut gehen lassen. Wir haben viel gegessen, immer Getränke zum Essen bestellt, noch einen Nachtisch gegessen, hatten wirklich gute Unterkünfte, also haben einen sehr hohen Standard gehabt und trotzdem nur 29 € ausgegeben. Und wie das im Detail aussieht, zeigen wir euch jetzt. Starten wir mit der teuersten Kategorie, was bei uns irgendwie immer Essen und Trinken ist. Da haben wir 10,75 € pro Person pro Tag ausgegeben und wie Helen gerade gesagt hat, wir haben da 0,0 drauf geachtet. Also wir haben, glaube ich, nicht ein einziges Mal selber gekocht, geschweige denn irgendwas im Supermarkt gekauft, sondern waren einfach immer auswärts essen mit Vorspeise, mit Hauptspeise, mit Nachtisch, mit Kaffee, noch ein Getränk, ein Cocktail, mal ein Bierlau. Also wer irgendwie günstiger unterwegs sein will, der ist auf jeden Fall viel Sparpotenzial vorhanden. Man kriegt ein vollwertiges Gericht an vielen Ecken schon für 1 €. Für Übernachtung haben wir 9,50 € pro Person pro Nacht ausgegeben und wir hatten immer ein Doppelzimmer mit eigenem Bad und Klimaanlage. Und wir haben uns ab und zu auch mal was gegönnt, zum Beispiel in Luang Prabang, wo wir ein bisschen länger waren. Da hat dann eine Übernachtung auch mal 30 € gekostet. Auf der anderen Seite haben wir beim Tha Kek Loop zum Beispiel auch mal für 6 € übernachtet und auch das war immer guter Standard. Also wir hatten wirklich immer schöne Unterkünfte in Laos. Für Transport haben wir 3,35 € pro Person pro Tag bezahlt, also die ganzen Bus- und Minivan-Fahrten, Zugfahrten, Tuk-Tuk, Taxi und so weiter, alles was dazugehört, wirklich recht preiswert in Laos. Für Aktivitäten haben wir 89 € pro Person ausgegeben und zu Aktivitäten haben wir auch die Motorräder beim Tha Kek und beim Pak Se Loop gerechnet. Also das ist jetzt nicht bei Transport mit dabei, weil es für uns ja eine Aktivität war und auch der Tank zählt da mit rein. Und ansonsten sind unsere Outdoor-Aktivitäten in Ban Vieng dabei, also das Kajakfahren, der Zipline-Park und das Rockclimbing und ansonsten noch so kleinere Eintritte für Tempel, Wasserfälle und Aussichtspunkte. Der nächste Kostenpunkt sind die Visa. Da haben wir insgesamt umgerechnet 55 € pro Person bezahlt. Einmal für das Visa on Arrival und dann haben wir nochmal für ungefähr 2 Wochen vor Ort verlängert, was man übrigens in Vientiane, der Hauptstadt, und Luang Prabang machen kann. Für die Kategorie Sonstiges haben wir 27 € pro Person ausgegeben und darunter fallen zum Beispiel Fitnessstudio-Besuche oder Massagebesuche oder auch mal Friseurbesuche von Horst hauptsächlich. Für Wäsche haben wir insgesamt 12 € über die 6 Wochen ausgegeben. Wir reisen ja nur mit Handgepäck, deswegen müssen wir öfters mal zur Laundry gehen, wo man ungefähr immer mit 1 € pro Kilo rechnen kann. Für Internet, also für eine SIM-Karte und mobile Daten, haben wir 10 € pro Person für 6 Wochen bezahlt. Wir haben uns am Anfang eine SIM-Karte von Unitel geholt und hatten dafür 30 Tage 60 GB und haben das Ganze dann nochmal für ungefähr 2 Wochen aufgeladen. Für Shopping, also für so ein Bierlau-Shirt wie dieses und ein paar kleinere Souvenirs und Postkarten, haben wir 10 € pro Person bezahlt. Für ATM-Gebühren haben wir 8 € pro Person bezahlt in den 6 Wochen. Und was Geldabheben angeht, da können wir euch die Bank Bicel empfehlen. Zumindest mit unserer Visa-Karte von Barclays konnten wir dort immer bis zu 2,5 Millionen Kip abheben. Das sind umgerechnet so ungefähr 140 €. Bei anderen Banken kann man nur weniger abheben. Und bei Bicel zahlt man auch nur 1 € Gebühr pro Abhebung. Was bleibt unterm Strich von Laos? Das, was wir zu Beginn gesagt haben, das ist einfach eins unserer Lieblingsländer auf der kompletten Weltreise und wir haben auch viele andere Leute getroffen, denen es genauso geht und ich habe noch nie jemanden gesehen, der über Laos gesagt hat, der Besuch war nicht schön oder es hat sich nicht gelohnt. Es ist auch schwer zu beschreiben, wieso, weil es gibt natürlich nicht diese ultra krassen Highlights wie jetzt Angkor Wat oder die tropischen Inseln mit Traumständen, aber irgendwie die komplette Landschaft, die Sonnenuntergänge, die Leute, das Essen, das Preisniveau, das ist natürlich echt cool und ich weiß nicht, man kann in Laos unfassbar viel Zeit verbringen und fühlt sich einfach extrem wohl. Es ist schwer zu beschreiben, dafür müsst ihr selber nach Laos reisen, um das zu erfahren, wie das ist und das würden wir nur jedem ans Herz legen. Und falls ihr mehr der Typ seid, der gerne mal was nachliest, dann schaut gerne mal auf unserem Blog vorbei, www.betterbeyond.de. Dort findet ihr zum einen diesen Länderguide auch nochmal komplett in Schriftform, wo wir auch alles nochmal verlinkt haben, die Route ausführlich, alle Unterkünfte und so weiter. Und es gibt auch zu fast jedem unserer Highlights noch einen eigenen Blogpost, also da findet ihr auf jeden Fall noch ganz, ganz viele Informationen. Wir freuen uns, wenn ihr vorbeischaut und hoffen ansonsten, dass euch das Video gefallen hat, dass wir den einen oder anderen überzeugen können, mal nach Laos zu reisen und sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bis dahin. Ciao, ciao.